Ich habe vor 2 Jahren angefangen, für Bioasset zu arbeiten und ich mache eine Meta-Analyse zum Einfluss von Ozeanversauerung auf marine Organismen. Das heißt, wir versuchen, so ein bisschen ein größeres Bild zu bekommen, wo wir eigentlich stehen. Wir haben insgesamt über 700 Studien durchgeguckt, haben davon über 500 berücksichtigt. Und die Daten, die darin waren, sind in die Datenbank eingetragen worden. Also haben wir hier positive, negative oder vielleicht auch gar keine Effekte auf eine Art. Und die Tiere, das sind Tiere mit unterschiedlichen Lebensweisen. Es sind Tiere, die leben in der Wassersäule, andere am Boden, unterschiedliche Ernährungstypen. Also aus diesen Ergebnissen haben wir dann versucht, Trends zu sehen und Gesamtbewertungen zu treffen. Wir haben Studien aus ganz verschiedenen Klimazonen auch in unserer Datenbank berücksichtigt. Und der Trend, der sich da abzeichnet, ist tatsächlich, dass tropische Arten besonders empfindlich gegenüber Ozeanversauerung und auch Erwärmung zu sein scheinen. Ähnliches zeichnet sich für polare Arten ab. Da gibt es nicht viele Daten, deshalb ist es wichtig, dass da auch an den arktischen und antarktischen Arten weiter gearbeitet wird. Arten aus gemäßigten Breiten hingegen, die scheinen da etwas weniger empfindlich zu sein als die tropischen Arten. Was damit zusammenhängen könnte, dass einfach die Lebensbedingungen in den gemäßigten Breiten, in den Meeren generell ein bisschen variabler sind und deshalb mit Veränderungen ein Stück weit besser klarkommen als tropische Arten oder polare Arten, die wirklich in ihrem relativ konstanten Umfeld bisher gelebt haben. Viele der neueren Studien untersuchen Ozeanversauerung in Kombination mit erhöhter Temperatur. Das Bild, was sich bisher abzeichnet, ist, dass die erhöhte Temperatur auf viele Arten einen noch krasseren, noch stärkeren Effekt hat als die Ozeanversauerung. Und in Kombination sind die beiden Faktoren noch mal gefährlicher als einzeln betrachtet. Das Leben im Meer wird sich durch Ozeanversauerung und Erwärmung definitiv verändern. Einige Arten kommen besser klar mit Ozeanversauerung oder auch Erwärmung, andere weniger gut. Die, die weniger gut damit klarkommen, werden abwandern oder im schlimmsten Fall aussterben. Das heißt, die Biodiversität wird definitiv sinken. Wir werden viele Stachelhäute, also Seeigel insbesondere, vermutlich verlieren. Aber auch Schnecken und Muscheln haben stark zu leiden. Und wir werden natürlich die Korallen verlieren, die sehr stark betroffen sind. Und eben nicht nur die Korallen selber, sondern alle anderen, die dort leben, die selbst wenn sie nicht direkt durch die Ozeanversauerung betroffen sind, aber indirekt dadurch, dass die Korallen sterben, ihren Lebensraum verlieren. Im Gegensatz dazu werden viele Makroalgen eher im Vormarsch sein. Und so werden wir da deutliche Verschiebungen haben, die wir später als Endverbraucher, als Nutzer der marinen Ressourcen auch indirekt deutlich spüren werden. Die Ergebnisse unserer Studie wird natürlich für die nächsten Klimaberichte zur Verfügung stehen. Im Moment wird gerade an dem 6. IPCC-Klimabericht gearbeitet. Und das ist natürlich wichtig, wenn unsere Daten und Ergebnisse da einfließen, weil das die Berichte sind, die Entscheidungen von Politikern auch beeinflussen können. Wir sehen, dass wir im Moment natürlich noch Lücken haben in unserem Wissen, aber wir sehen ganz, ganz klare Trends. Und diese Trends deuten darauf hin, dass wir hier ein ganz akutes Problem haben. Und es ist einfach keine Zeit zu warten, bis alle Lücken gefüllt sind. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen unsere Emissionen reduzieren, um wenigstens ein Stück weit das Leben im Ozean, so wie wir es kennen, zu erhalten.